Liebe Skorpione, wir schauen in euer großes Blatt und ich bin gespannt, was ich dem Kollektiv der Skorpione mitteilen darf. Ja, die Berufung, der Beruf ist hier rausgefallen. Vielleicht habt ihr irgendeinen Konflikt mit dem Thema Beruf oder irgendetwas, das ihr anders gestalten wollt, wo ihr in Kürze auch einen neuen Weg findet. Es kann sein, dass ihr euch für diesen Weg noch ein bisschen streitbar machen müsst oder dass am Ende Wege euch vorwärts bringen, die ihr mit anderen zusammengeht. Also hier kann gut möglich sein, dass sich etwas gestaltet mit einem anderen Menschen, mit Kollegen oder aber weiteste Aussage ist hier, dass ihr irgendwelche Kinder habt, die sich hier auch auf einen beruflichen Weg machen. Euch zugute, ne? Ihr könnt hier dann aufatmen. 2, 4, 6, 7, 8. Ja, ihr habt hier so ein bisschen Finanzen angezeigt, finanzielle Umbrüche, vielleicht Stagnation auch in den Finanzen, möglicherweise über den Beruf auch. Und ihr seid ja aufgefordert, die Dinge ein bisschen mehr mit Leidenschaft zu machen, eure Seele zu klären, vielleicht auch zu fragen, wo will mich das Leben hinhaben oder wo möchte ich hin, was tut mir und meiner Seele gut. Ich habe hier die guten Bewegungen am beruflichen Bereich in Kürze. Es kann sogar sehr schnell sein, dass ihr hier neue Chancen nutzen könnt oder Möglichkeiten, die euch zugutekommen. Die ein oder anderen kriegen hier, wenn sie zum Beispiel selbstständig sind, Weggefährten mit auf den Weg geschickt oder ich nenne es mal Klienten, Kunden, die Brückenbilder sind zu neuen Chancen. Ne? Also hier kommen wichtige Menschen mit ins Leben. Es muss sich bei euch vieles aufklären. Ihr fühlt euch irgendwie ausgebremst vom Leben. Die Bewegung fehlt so zu etwas hin, wo man eben wieder auch sagt, so, ich lebe gern, ich habe die Mittel dafür, ich kann Dinge, die ich kann, so nutzen, dass ich meine eigene Größe leben kann. Möglicherweise müsst ihr immer wieder sehr viel klären, Nachrichten überprüfen oder tiefer hingucken, wo euch was zugetragen wird. Aber, und jetzt kommt das Gute, die Veränderungen, die hier für euch sichtbar sind, die liegen unter den Engelsflügeln. Das heißt, ne, egal welche Tür sich hier öffnet, geht eine neue auf. Und die Veränderung ist hier geschützt. Sie könnte aber noch ein bisschen mit Blockaden einhergehen oder mit Energie, die jetzt nicht gleich so frei verfügbar ist. Ihr dürft euch auch überlegen hier, wo ihr vielleicht ausgebremst seid durch ein Gegenüber, wo eine Kraft, die sich Partner vielleicht nennt oder Wunschpartner, keine Ahnung, das kommt immer auf deine Situation an, vielleicht mehr Energie braucht und du sie dann nicht für dich benutzen kannst. Also so dieses Leben deiner eigenen Leidenschaft sieht hier eher blockiert aus. Das heißt, du gibst vielleicht mehr Energie in etwas, was du für dich dann nicht nutzen kannst. Was hier sehr schön ist, dass du die Neubeginne, die hier liegen, die müssen noch echt geklärt werden, weil sie kommen hier über den Beruf sehr plötzlich und sind auch geschützt und ermöglichen dir auch auf längere Frist, dir neue Türen zu öffnen, neue Verbindungen mit an Bord zu holen. Was hier auch bezeichnend oder wichtig ist oder was sich gut anhört. Wir kriegen hier auf der Herzensebene richtungsweisende Veränderungen, das auch in Kürze und im kleineren Bereich. Also du brauchst dir hier nicht vorstellen,
um das zu erreichen, was du brauchst oder wo du deine ganze Leidenschaft leben kannst, hättest du hier dieses Große, ne? Das sind hier Kleinigkeiten, die sich ändern, die sich auch sehr schicksalshaft in dein Leben bringen. Es hat sehr viel mit der Berufung zu tun oder damit auch ein berufliches Kreuz abzulegen, damit du wieder mehr leben kannst. Ja, ich sehe hier irgendwie auch, hier haben wir die männliche Energie so als blockierend. Ne? Das heißt, du möchtest etwas investieren, etwas in Veränderung bringen, das dir langfristig dient, aber irgendwie fehlt so der Restpower. Ne? Es mangelt dir vielleicht an Energie. Es gibt so Gefühle, wo man vielleicht schwankend unterwegs ist oder auch den Glauben verliert, nicht mehr an die Dinge glaubt. Hier liegt auch eine große Veränderung, wie soll ich dir das erklären, im Bereich deiner Schatten. Also dieser Prozess, der hier gerade angezeigt ist, wird dir ermöglichen, eine andere Lebensqualität zu kriegen, bei allem, was dir lästig ist oder ein Kreuz oder eine gewisse Schwere auch mitbringt. Die Zeit spielt eine Rolle. Hier wird sich auch auf dem spirituellen Weg oder über die Spiritualität eine große Erkenntnis für dich zeigen. Möglicherweise kommen hier so familiäre Einschnitte auch, wo du dann überlegst, wie du finanzielle Lasten ablegst. Es zeigt sich halt hier jetzt für das Kollektiv der Skorpione. Denkt immer dran, das ist ein Kollektiv-Orakel. Damit verbunden, ne, mit dieser finanziellen Last, die du hier ablegst, ne, kann sein, dass du auch eine häusliche Veränderung mit an Bord hast. Du kannst deine Seele klären damit. Und es scheint hier fast auch so, als sei irgendein karmischer Zyklus abgelaufen, der sich sehr viel über die Beziehungsebene spiegelt. Wenn ich uns selber angucke, liegen wir auf der Tür, die sich öffnet. Das, was sich aufregt oder was dich nervt, kann kleiner werden. Familienthemen liegen hier im Hause des Schicksals im Moment drin. Also es kann sehr gut sein, dass sich die Dinge über deinen familiären Bereich zeigen. Hier kommt die Lösung. Die liegt noch im Verborgenen, also ist noch nicht so ganz greifbar. Macht es dir hier aber möglich, an eine größere Fülle zu kommen. Allerdings sind da noch sehr viele, ich nenne es mal Anfang und Ende von irgendwelchen Situationen. Das Wissen, das du dazu brauchst, das geht dir hier definitiv auf. Es geht nicht darum, dass du ahnungslos bist, es ist nur blockiert im Moment. Vielleicht siehst du auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und dir wird hier das Herz wieder aufgehen. Es wird eine Lösung geben, die dir auch dein Herz wieder aufgehen lässt. Es ist aber mit Schnitten verbunden. Wir haben hier den Bienenfresser für die Skorpione. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr, sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Okay, dann nehmen wir noch ein Signal aus dem Zauberwald. Das Leben trägt dich, schon wieder so schön, ne? Verlasse alte Muster. Das habe ich hier gesagt, hier geht so ein karmischer Zyklus zu Ende. Erzwinge nichts, bleibe also da, wo die Zeit auch für dich arbeitet. Hier ist es eine große emotionale Genesung auch noch nötig. Und ein Wandel steht an. Alles kommt zur richtigen Zeit, also lass die Zeit für dich arbeiten. Ich weiß, wir Skorpione sind, glaube ich, auch nicht gerade die geduldigsten, wenn wir es nicht im Aszendenten zum Beispiel haben. Aber hier steht echt ein großer Wandel an, in dem sich auch dein Fundament für dich besser anfühlen wird danach. Ihr lieben Skorpione, wir nehmen noch eine Healing Card und dann
Was wird uns hier gesagt? Minimalisiere Schuld. Hier schweben die Schuldscheine um dich um. Vielleicht ist das auch so ein Muster, dass man denkt, pff, irgendwo habe ich mich schuldig gemacht oder mir wird Schuld für irgendetwas zugeschoben. Und ich glaube, dass das genau das Muster ist, das jetzt sich beendet. Unten haben wir noch am Deck, beschäftige dich mit Werden, Sein und Vergehen, mit diesem Thema, ne? Mit dem hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang des Lebens. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.